Stell dir vor, du kommst zum ersten Mal in eine deutsche Firma. Du möchtest nett sein, fragst deinen Kollegen nach dem Wochenende. Und plötzlich wird er still. Er schaut dich an, als würdest du gerade etwas sehr Seltsames sagen. Dann antwortet er mit einem kurzen Satz, so kurz, dass du dich fragst, ob du etwas falsch verstanden hast. 3 Tage später sagt dir jemand im Meeting, bitte kommen Sie zum Punkt. Was ist hier los? Warum ist das anders? Warum funktioniert hier die normale Höflichkeit, die du kennst, nicht? Wir führen dich heute an die unsichtbare Seite deutscher Jobsprache. Nicht an die Grammatik, nicht an die Vokabeln, sondern an das, was wirklich zählt. Die 9 Sätze, die dir zeigen, dass du verstanden hast, was deutsche Bürokultur wirklich bedeutet. Hier ist, was die meisten Deutschkurse nicht verstehen. Sie bringen dir bei, höflich zu sein. Sie zeigen dir, wie man Bitte und Danke sagt. Sie lehren dich Grammatik, Aussprache, Vokabeln. Aber niemand erzählt dir, wie man wirklich in einem deutschen Unternehmen spricht. Niemand sagt dir, dass Höflichkeit hier bedeutet, nicht um den heißen Brei herumzureden. Dass Direktheit nicht unhöflich ist, sondern respektvoll. Dass dein Chef, wenn er sagt, das war nicht gut, nicht deine Person ablehnt, sondern dir helfen will, besser zu werden. Das ist das große Geheimnis, das Tausende von Lernenden nicht verstehen. Sie kommen in ein deutsches Büro, erwarten Smalltalk, Lächeln und Warmherzigkeit und finden stattdessen Präzision, Klarheit und eine Art Liebe durch Ehrlichkeit, die sie nicht erkannt haben. Wir werden dir heute die 9 Sätze zeigen, die dich von außen nach innen bringen. Nicht, weil sie magisch sind, sondern weil sie dir zeigen, dass du die deutsche Art verstanden hast, dass du nicht nur Deutsch sprichst, sondern Deutsch denkst. Das ist der Punkt, wo sich alles verändert. Nicht in deiner Grammatik, nicht in deinem Vokabular, sondern in deiner inneren Haltung. Die 9 Sätze sind wie ein Code, den du knackst. Plötzlich öffnen sich Türen, die vorher zugemacht waren. Dein Chef sieht dich anders. Deine Kollegen behandeln dich nicht mehr wie jemanden von einer Usen, der die Regeln nicht kennt, sondern wie ein wirkliches Mitglied des Teams. Und das Beste, das absolut Beste, ist, dass diese 9 Sätze nicht kompliziert sind. Sie sind einfach. Sie sind kurz. Sie sind genau das Gegenteil von dem, was die meisten Menschen denken, dass man sagen muss, um respektvoll zu klingen. Das ist das Paradox, das wir dir heute aufreißen. Lass mich dir erzählen, was ich selbst erlebt habe. Ich saß in meinem ersten deutschen Büro. Ich war nervös. Ich wollte alles richtig machen. Mein erstes großes Meeting. Ich war so aufgeregt. Ich dachte, ich müsste viel sprechen, viel erklären, viel zeigen, wie gut ich bin. Auch fing ich an, lange Sätze zu bauen, Kontext zu geben, alles schön auszuführen. Das Meeting war voll mit Leuten, wahrscheinlich 30 Menschen. Alle schauen auf mich. Ich rede weiter. Und dann passiert das. Mein Chef hebt die Hand und sagt, unterricht mich nicht unhöflich oder kritisch, sondern mit einer Klarheit, die fast schmerzt. Können wir die Kernaussage haben? Nicht das ganze Bild. Den Kern. 3 Sätze, nicht 30. 3. In diesem Moment. Ich werde das nie vergessen. Verstand ich etwas, das mir kein Deutschbuch hätte beibringen können. Hier, in Deutschland, im Beruf. Geht es nicht darum, wie elegant du sprichst? Es geht darum, wie klar du denkst. Es geht darum, dass du die Zeit des anderen respektierst. Es geht darum, dass du nicht erwartest, dass alle dich verstehen, sondern dass du so sprichst, dass es unmöglich ist, dich nicht zu verstehen.
Das war der Moment, wo ich verstand, ich muss anders lernen. Nicht mehr Deutsch, sondern Deutschheit. Und jetzt wende ich das auf dich an. Du könntest genau wie ich anfangen. Du könntest Jahre im Deutschunterricht sitzen, Jahre Vokabeln lernen, Jahre Grammatik pauken und immer noch nicht verstehen, wie man wirklich in einem deutschen Büro spricht. Oder du kannst jetzt anfangen, die neuen Sätze zu lernen. Die neuen Sätze, die dir zeigen, dass du nicht nur die Sprache verstanden hast, sondern die Kultur dahinter. Das ist der Unterschied zwischen Leuten, die Deutsch können und Leuten, die deutsch sind. Und ich will, dass du einer von der zweiten Gruppe wirst. Nicht, weil ich dich verändern will, sondern weil ich sehe, dass du bereit bist. Die erste Wahrheit, die du verstehen musst, ist das. Direktheit ist Respekt, nicht Unhöflichkeit. Das ist das große Missverständnis, das Menschen aus anderen Kulturen haben. Sie denken, wenn jemand direkt ist, ist er kalt. Ist er böse? Ist er unhöflich? Aber im Deutschen ist das Gegenteil wahr. Wenn dein Chef sagt, das war nicht gut, dann sagt dein Chef nicht, das bin ich von dir enttäuscht, sondern ich glaube, du kannst besser und ich will dir helfen, dorthin zu kommen. Das ist eine Form der Liebe, die du vielleicht nicht kennst. Vielleicht in deiner Kultur. Wenn jemand zu dir sagt, das war nicht gut, bedeutet das, deine Beziehung ist vorbei. Ich mag dich nicht mehr. Aber hier? Hier bedeutet Direktheit. Ich sehe dein Potenzial und ich bin dein Partner. Ich will nicht um den heißen Brei herumreden, ich will mit dir echt sein. Ich will dir die Wahrheit geben, damit du besser werden kannst. Das ist der innere Moment, den du erfassen musst, bevor wir zu den neuen Sätzen gehen. Weil wenn du das nicht verstehst, wenn du deutsche Direktheit als Ablehnung interpretierst, dann werden die neuen Sätze dir nicht helfen. Sie werden dir nur die Worte geben, aber nicht das Herz. Auch lass mich dir zeigen, wie das funktioniert. Stell dir vor, du hast einen Fehler gemacht. Du hast eine Aufgabe falsch verstanden. Du hast etwas übersehen. In vielen Kulturen würden deine Kollegen oder dein Chef dir jetzt vielleicht sagen, das ist okay, mach dir nichts draus. Oder keine Sorge, das passiert jedem. Aber in deinem Herzen würdest du wissen, dass sie nicht ganz ehrlich mit dir sind. Sie würden das Thema schnell wechseln, um dir nicht unangenehm zu machen. Sie würden sich schämen, dich zu konfrontieren. Aber im Deutschen? Dein Chef sagt dir, offen, klar, ohne Umschweife. Das verstehe ich nicht, wie das passiert ist. Die Anforderungen waren klar. Das können wir so nicht machen. Und dann, und das ist das Wichtigste, sagt er nicht, tschüss, du hast versagt, sondern, wie können wir es zusammen beheben? Was brauchst du von mir? Wie können wir das in Zukunft verhindern? Das ist Direktheit mit Herzlichkeit. Das ist Kritik mit Unterstützung. Das ist das, was du verstehen musst, bevor die neuen Sätze wirklich Sinn machen. Jetzt kommen wir zu etwas, das viele Menschen nicht verstehen. Die Meetings. Deutsche Meetings sind nicht zum Plaudern da. Deutsche Meetings sind nicht zum Kennenlernen da. Deutsche Meetings haben ein Ziel. Sie haben eine Agenda, sie haben einen Start und einen Endepunkt. Punkt. Ich weiß, in vielen Ländern sind Meetings ein sozialer Event. Ein Treffen, wo man auch ein bisschen Zeit verschwenden kann. Ein bisschen off-topic reden kann. Ein bisschen über das Wochenende sprechen kann. Das alles ist höflich, das alles ist normal. Aber im Deutschen, ist ein Meeting ein Werkzeug. Ein sehr scharfes Werkzeug.
Und wenn du während eines Meetings anfängst, Smalltalk zu machen, wenn du anfängst, nicht zum Punkt zu kommen, wirst du nicht beliebt sein. Du wirst als jemand gesehen werden, der die Zeit der anderen nicht respektiert. Und das ist das absolute No-Go in der deutschen Kultur. Zeit ist kostbar. Meetings sind dafür da, um Dinge zu klären, zu entscheiden, Informationen auszutauschen, nicht zum Plaudern. Das ist, wofür die Kaffeepause ist. Oder das Mittag. Aber während eines Meetings. Das Meeting ist heilig. Der erste Satz, den du lernen musst, ist dieser. Können wir die Aufgabe priorisieren? Dieser Satz ist magisch. Dieser Satz zeigt, dass du verstanden hast, dass nicht alle Dinge gleich wichtig sind, dass es eine Ordnung gibt, dass es Fokus gibt. Wenn du in einem Meeting diesen Satz sagst, nicht ich bin überfordert, nicht das ist zu viel, sondern können wir die Aufgabe priorisieren, dann sagst du deinem Chef und deinen Kollegen, ich bin ein Profi, ich bin reflektiert. Ich weiß, dass nicht alles auf einmal gemacht werden kann. Ich weiß, dass es eine Reihenfolge gibt, eine Logik, einen Plan. Dieser Satz ist nicht eine Bitte. Dieser Satz ist ein Statement. Es ist eine Einladung, zusammenzudenken. Und im Deutschen, und das ist wichtig, im Deutschen lieben die Leute, wenn du einfach fragst, was wirklich wichtig ist. Sie respektieren dich dafür. Sie sehen dich nicht als jemanden, der faul ist oder nicht arbeiten will, sondern als jemanden, der effizient ist, der nicht seine Zeit und die Zeit anderer verschwenden will. Das ist tiefer Deutsch. Das ist die Kultur, die du mit diesem einen Satz sprichst. Der zweite Satz ist auch sehr wichtig. Welche Rückmeldung können Sie dazu geben? Dieser Satz ist, er ist ein bisschen anders als der erste. Der erste Satz ist offensiv, dieser Satz ist defensiv. Aber es ist eine schöne, starke Form der Defensivität. Wenn du diesen Satz sagst, nicht ist das okay, nicht haben Sie etwas zu kritisieren, sondern direkt, welche Rückmeldung können Sie dazu geben? Dann fragst du nicht um Erlaubnis. Du fragst um Input. Du zeigst, dass du offen für Feedback bist, dass du verstanden hast, dein Chef, dein Kollege, die Person mit mehr Erfahrung. Die wissen etwas, das du nicht weißt. Und du willst es lernen. Das ist nicht schwach. Das ist stark. Das zeigt Sicherheit. Das zeigt, dass du an dir selbst glaubst und nur besser werden willst. Im Deutschen Punkt. Und das ist eine sehr deutsche Eigenschaft. Die Leute respektieren Menschen, die bereit sind zu lernen, die bereit sind zuzugeben, dass sie nicht alles wissen, aber nicht schwach zu geben, sondern als eine Einladung. Nicht ich bin schlecht und dumm, sondern was kann ich von dir lernen? Das ist Deutschheit. Der dritte Satz, den ich dir zeigen will, ist dieser. Das verstehe ich noch nicht. Können Sie das bitte anders erklären? Dieser Satz ist revolutionär. Warum? Weil in vielen Kulturen, und ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung, wenn du nicht verstehst, wenn du verwirrt bist, schämst du dich. Du willst es nicht zugeben. Du machst so, als würdest du verstehen, obwohl du nicht verstehst. Du nickst. Du lächelst. Du sagst, ja, natürlich. Und dann machst du Fehler, weil du wirklich nicht verstanden hast. Und dein Chef ist dann wütend, nicht weil du die Aufgabe falsch gemacht hast, sondern weil er denkt, du hast nicht aufgepasst, du hast nicht gefragt, du wolltest nicht wirklich verstehen. Aber wenn du sagst, das verstehe ich noch nicht, können Sie das bitte anders erklären? Dann passiert etwas Wunderbares. Du zeigst, dass du ehrlich bist. Du zeigst, dass dir der Job wichtig ist. Du zeigst,
dass du nicht einfach etwas tun willst, was nicht richtig ist. Du zeigst, dass du denken kannst. Und das lieben die Deutschen. Sie wollen nicht, dass du so tust, als würdest du verstehen. Sie wollen, dass du fragst. Sie wollen, dass du klar machst, was unklar ist. Das ist Qualität. Das ist Professionalität. Das ist Deutschheit. Es gibt noch viele andere Sätze, die ich dir zeigen will. Wie ich möchte das anders machen, können Sie mir eine Alternative zeigen? Oder ich bin mir nicht sicher, was ist hier die Norm in der Firma? Oder einfach, ich brauche 1 Minute zum Nachdenken, kann ich später antworten? Diese Sätze, alle 9 von ihnen, haben eines gemeinsam. Sie zeigen, dass du verstanden hast, dass Deutschheit nicht Perfektionismus ist. Deutschheit ist Klarheit, Ehrlichkeit, Respekt vor Zeit und der Wille, zusammen bessere Dinge zu machen. Wenn du diese 9 Sätze sprichst, nicht als Magie, sondern als Ausdruck einer inneren Haltung, dann veränderst du nicht nur deine Worte. Du veränderst die Art, wie andere dich sehen. Du wirst nicht mehr als der Typ gesehen, der von außen kommt und nicht versteht. Du wirst als jemand gesehen, der bereit ist, eine deutsche Art zu lernen. Und das ist das Wichtigste. Es gibt auch einen anderen Aspekt, den ich mit dir besprechen muss. Das Sie und das Du. Das ist klein, aber es ist riesig. Im Deutschen ist sie nicht nur ein Wort, sie ist eine Grenze, sie ist Respekt, sie ist Distanz mit Höflichkeit. Und wenn du jemanden falsch ansprichst, wenn du zum Chef du sagst, obwohl der sie erwartet, oder wenn du einen neuen Kollegen sie nennst, wenn du sein könntest, das sind nicht kleine Fehler. Das sind Zeichen, dass du die Kultur nicht verstanden hast. Im Deutschen sind die Regeln dafür sehr klar. Neuer Job, Sie. Kollegen in deinem Alter von Tag 1, ihr werdet sehen, ob sie oder du richtig ist. Chef, immer Sie. Bis der Chef dir explizit sagt, du darfst. Und wenn der Chef sagt, du darfst, das ist ein Moment. Das ist ein Moment, wo du in den inneren Kreis gekommen bist. Das ist eine Einladung zur echten Freundschaft. Das ist nicht einfach du statt sie. Das ist ein Zeichen, dass du jetzt wirklich dazugehörst. Das verstehen viele Menschen nicht. Sie denken, dass sie formal ist und du freundlich ist, aber im Deutschen ist das nicht wahr. Sie kann sehr warm sein. Du kann sehr kalt sein. Es geht nicht um die Formalität. Es geht um den Respekt, um die Distanz, um die Grenze. Und wenn du diese Grenze respektierst, wenn du die Regeln des Sie und des Du verstehst und befolgst, dann zeigst du, dass du wirklich verstehen willst, wie die Kultur funktioniert. Jetzt will ich mit dir etwas Tiefes besprechen, das in vielen Deutschkursen nicht gelehrt wird. Es ist das Fehlen von Lächeln. Du kommst in ein deutsches Büro und es ist, ein bisschen grau. Es ist nicht dunkel, aber es ist auch nicht sonnig. Die Leute gehen herum und sie lächeln nicht. Sie sprechen nicht viel, sie geben sich nicht die Hand und sagen Guten Morgen mit einem riesigen Lächeln. Sie sagen vielleicht nur Morgen, vielleicht nicht mal das, vielleicht nur ein Nicken. Das ist nicht kalt, das ist nicht böse, das ist konzentriert, das ist professional. Die Leute sind hier, um zu arbeiten. Das Lächeln, das Lächeln, das kommt später. Wenn du einen Witz machst, wenn du die Aufgabe zusammen gelöst hast, wenn ihr etwas Schweres geschafft habt, dann lächeln die Leute, dann lachen die Leute. Aber bis dahin ist es, es ist ernst. Und das ist okay. Das ist nicht unhöflich. Das ist einfach anders. Das ist deutsch. Wenn du verstehst, dass dein deutsches Büro,
nicht eine Kostümspielergruppe ist, die jemandem Sicherheit gibt mit Lächeln und warmen Worten, sondern eine Maschine, die Dinge produziert. Und wenn du dich darin einordnest, wenn du sagst, ich bin Teil dieser Maschine, ich will auch diese Qualität bringen, dann veränderst du die Art, wie du selbst arbeiten kannst. Du wirst nicht müde von falschen Lächeln. Du wirst nicht verwirrt von fehlender Warmth. Du wirst konzentriert. Du wirst effizient. Du wirst deutsch. Das ist befreiend. Aber, und das ist wichtig, das bedeutet nicht, dass es im deutschen Büro keine Wärme gibt. Es gibt sie. Aber sie kommt anders. Sie kommt durch Treue, durch Zuverlässigkeit, durch echte Unterstützung, wenn es wirklich wichtig ist. Wenn du ein Problem hast, echtes Problem, und du gingst zu deinem Chef oder deinem Kollegen, dann wirst du überrascht sein, wie viel sie für dich tun werden. Weil dein Chef oder dein Kollege sieht, dass du ernsthaft bist, dass du nicht einfach herumlügen willst, dass du ein wirkliches Problem hast und wirkliche Hilfe brauchst. Dann sehen die Menschen dir an und plötzlich sind diese grauen Gesichter voll mit Unterstützung, voll mit Wille zu helfen. Das ist die Wärme im deutschen Büro. Das ist echte Freundschaft. Das ist nicht oberflächlich. Das ist tief. Jetzt, ich will mit dir über Feedback sprechen, weil das ist, wo sich alles zusammenkommt. Das ist, wo dein ganzes Verständnis getestet wird. In deutschen Firmen gibt es Feedback-Gespräche. Manche Firmen machen das einmal im Jahr. Manche machen das öfter. Und diese Gespräche, sie sind nicht für das Ego. Sie sind für die Entwicklung. Wenn du in dieses Gespräch gehst und denkst, mein Chef wird mir sagen, wie gut ich bin, dann machst du einen Fehler. Das ist nicht, worum es geht. Das Feedback-Gespräch ist ein Spiegel. Es ist ein Ort, wo du sehen kannst, wie du von außen aussieht. Wo du siehst, was du gut machst und wo es noch Luft für Verbesserung gibt. Und wenn du das verstehst, wenn du da reingehen kannst und fragst nicht, bin ich gut genug, sondern was kann ich lernen? Dann ändert sich alles. Dann ist dein Chef nicht dein Feind. Dann ist dein Chef dein Partner in dieser Sache, besser zu werden. Ich erinnere mich an mein erstes Feedback-Gespräch hier in Deutschland. Ich war so nervös. Ich dachte, ich würde kritisiert werden. Ich dachte, mein Chef würde mir sagen, dass ich nicht gut genug bin, dass ich gehen sollte. Aber als ich dort saß und mein Chef kam rein, der sagte einfach keine Umschweife, so wie Deutsche sind. Wir werden über deine Leistung in den letzten 6 Monaten sprechen. Ich habe hier ein paar Punkte. Wo möchtest du anfangen? Und dann, ich war überrascht. Die Punkte waren nicht nur kritisch, es war ein echtes Balance. Hier hast du gut gemacht. Hier kannst du verbessern. Hier brauchst du mehr Training. Das ist nicht eher abstrakt. Das ist konkret. Das ist nicht emotionaler Stress. Das ist Klarheit. Das ist ein Plan. Das ist eine Einladung, wie du wachsen kannst. Und in diesem Moment, genau wie in dem anderen Moment damals im Meeting, verstand ich etwas Neues. Der Deutsche gibt dir nicht Liebe in Komplimenten. Der Deutsche gibt dir Liebe in Wahrheit, in Klarheit, in einem Plan für deine Verbesserung. Das ist wie eine andere Sprache sprechen. Aber wenn du das verstehst, wenn du lernst, diese Liebe zu erkennen, dann veränderst du dein Leben. Nicht nur im Job, sondern überall. Das bringt mich zu den 9 Sätzen selbst. Ich will jeden mit dir durchgehen. Nicht nur als Worte, sondern als Einladung zu einer neuen Art zu denken. Der erste Satz, den ich dir zeige, ist, können wir die Aufgabe priorisieren?
Das bedeutet nicht, ich bin überfordert. Das bedeutet, ich will die beste Qualität liefern und die beste Qualität erfordert, dass wir wissen, was zuerst kommt. Das ist ein weiser Satz. Der zweite ist, welche Rückmeldung können Sie dazu geben? Das bedeutet nicht, habe ich es richtig gemacht? Das bedeutet, ich will von dir lernen. Zeig mir, wo ich anders denken muss. Der dritte Satz ist, das verstehe ich noch nicht, können Sie das bitte anders erklären? Das ist nicht, ich bin dumm. Das ist, ich bin ehrlich. Ich will nicht etwas tun, das nicht richtig ist. Das ist eine Stärke, keine Schwäche. Der vierte Satz ist, ich möchte das anders machen. Können Sie mir eine Alternative zeigen? Das bedeutet, ich bin nicht zufrieden mit dem Status quo. Ich will besser verstehen, was möglich ist. Der fünfte Satz ist, ich bin mir nicht sicher, was ist hier die Norm in der Firma? Das ist nicht, ich bin verloren. Das ist, ich respektiere die Regeln der Firma. Und ich will nicht etwas tun, das gegen die Kultur geht. Der sechste Satz ist, ich brauche 1 Minute zum Nachdenken, kann ich später antworten? Das ist nicht, ich bin zu langsam. Das ist, meine Antwort wird besser sein, wenn ich Zeit habe zu denken. Das zeigt Respekt vor deiner eigenen Arbeit und vor der Arbeit anderer. Der siebte Satz ist, ich sehe hier ein Problem, können wir gemeinsam nach einer Lösung suchen? Das ist nicht, hier ist was kaputt und du musst es fixen. Das ist, ich sehe ein Problem und ich will, dass wir es zusammen fixen. Das ist nicht nur Klarheit, das ist auch Teamwork. Der achte Satz ist, das ist eine neue Aufgabe, kann ich einen Termin zum Besprechen haben? Das ist nicht, ich will nicht arbeiten. Das ist, ich will nicht selbst entscheiden, wenn es einen Dialog gibt. Ich will sicherstellen, dass ich verstehe, was du von mir erwartest. Der neunte und letzte Satz ist, das war eine gute Erfahrung, ich möchte mehr von dieser Art Aufgabe. Das ist nicht, ich will mehr, weil ich überambitioniert bin. Das ist, ich wachse hier, ich lerne hier und ich will in dieser Richtung weitermachen. Diese 9 Sätze. Sie sind nicht magisch, sie sind nicht eine Geheimformel, aber sie tun etwas Wichtiges. Sie zeigen, dass du dich selbst reflektieren kannst, dass du klar denken kannst, dass du respektvoll mit anderer Zeit umgehen kannst, dass du ehrlich bist, dass du bereit bist zu lernen. Das sind die Dinge, die Deutschen lieben. Das sind die Dinge, die zeigen, dass du nicht nur Deutsch sprichst, sondern Deutsch denkst. Und wenn du diese 9 Sätze sprichst, nicht mechanisch, sondern mit echter Überzeugung, dann sehen deine Kollegen und dein Chef dich anders. Du wirst nicht mehr der Typ von außen sein. Du wirst ein echtes Mitglied des Teams sein. Und ich will hier ganz ehrlich mit dir sein. Das ist nicht einfach. Das ist nicht etwas, das du morgen perfekt machen wirst. Das ist ein Prozess. Das ist Lernen. Es ist Transformationen. Wenn du die 9 Sätze zum ersten Mal sprichst, werden sie sich falsch anfühlen. Du wirst dich denken. Das klingt nicht natürlich. Das klingt nicht wie ich. Aber das ist gut. Das ist der Punkt. Du bist nicht derselbe wie vor. Du lernst eine neue Weise, die Welt zu sehen. Du lernst eine neue Weise zu arbeiten. Du lernst eine neue Weise, mit Menschen zu sprechen. Das ist keine Maske. Das ist keine Lüge. Das ist Evolution. Das ist Wachsen. Ich will dir auch zeigen, wie diese 9 Sätze in echten Situationen funktionieren. Stell dir vor, du hast eine große Aufgabe bekommen. Du verstehst nicht wirklich, was erwartet wird. Du kannst jetzt 2 Wege gehen. Weg 1, du versuchst es allein. Du machst Annahmen, du arbeitest. Und dann 2 Wochen später. Dein Chef sieht,
dass es nicht das ist, was er wollte. Er ist nicht böse, aber er ist ja enttäuscht. Enttäuscht, weil du nicht einfach fragtest. Weg 2. Du gehst zu deinem Chef. Du sagst, das verstehe ich noch nicht, können Sie das bitte anders erklären? Du sitzt 15 Minuten zusammen und plötzlich ist alles klar. Du weißt genau, was erwartet wird. Du machst es richtig. Dein Chef ist begeistert. Er sagt genau. Das ist es. Das hat mir geholfen, dass du fragtest. Du siehst den Unterschied. Der erste Weg, du verschwendest 2 Wochen. Der zweite Weg, du sparst Zeit. Du wirst schneller fertig. Du machst bessere Qualität. Das ist es, was Deutschheit bedeutet. Das ist es, was die 9 Sätze dir zeigen. Es gibt noch eine Sache, die ich mit dir besprechen muss. Das ist die Frage, wie du deine eigenen Gedanken, deine Kreativität, deine Persönlichkeit einbringst, während du diese Regeln respektierst. Das ist die große Angst, die viele Menschen haben. Sie denken, wenn ich alle diese deutsche Regeln befolge, dann bin ich nicht mehr ich. Ich werde ein Roboter. Ich werde meine Persönlichkeit verlieren. Aber das ist falsch. Genau das Gegenteil ist wahr. Wenn du verstehst, wie das deutsche System funktioniert, wenn du verstehst, dass Direktheit Respekt ist, dass Meetings Fokus brauchen, dass Feedback ist ein Spiegel, dann kannst du deine Gedanken und deine Kreativität viel mehr Ausdruck. Du kannst sagen, das möchte ich anders machen. Können Sie mir eine Alternative zeigen? Und dann kannst du deine Idee erklären. Du kannst klar sein. Du kannst deine Persönlichkeit zeigen. Nicht trotz der Regeln, sondern weil du die Regeln verstehst. Ein Beispiel. Stell dir vor, du hast eine wirklich innovative Idee. Du möchtest es deinem Chef zeigen. Wenn du nicht die 9 Sätze kennst, wenn du nicht weißt, wie man richtig kommuniziert im Deutschen, dann könntest du kommen und sagen, das ist ein Wahnsinn, wir müssen das machen. Ich habe da diese großartige Idee. Und dein Chef würde nicht böse sein, aber er würde denken, okay, die Emotion ist da, aber wo ist die Logik? Wenn du die 9 Sätze kennst, kommst du und sagst, ich habe einen Gedanke. Ich glaube, es könnte einen besseren Weg geben. Können wir das gemeinsam analysieren? Welche Vorteile siehst du? Welche Risiken? Plötzlich, dein Chef sieht nicht nur deine Emotion, sondern dein Denken. Dein Chef sieht nicht nur deine Idee, sondern deine Professionalisierung. Dein Chef sitzt mit dir nicht als jemanden, der bestraft werden muss, sondern als Partner in der Sache. Das ist, was die 9 Sätze dir geben. Die Fähigkeit, deine Persönlichkeit, deine beste Persönlichkeit, deine Denkenpersönlichkeit auszudrücken, während du die Kultur respektierst. Ich muss auch ein bisschen über die Fehler sprechen, die Menschen im deutschen Büro machen. Nicht, weil du sie machen wirst, du wirst nicht, aber weil zu verstehen, was die Fehler sind, dir helfen wird, die Wahrheit zu sehen. Erster Fehler, zu viel Smalltalk. Du kommst am Morgen zur Arbeit und du möchtest nett sein. Auch fragst du alle, wie es ihnen geht, wie war ihr Wochenende? Hast du am Sonntag was Schönes gemacht? Das ist gut gemeint, aber naja, am 9. Mal am Tag wird das stressig. Die Leute wollen arbeiten. Sie haben ein Pensum. Sie haben nicht unbedingt die Energie für Smalltalk. Also Smalltalk, aber nicht zu viel. Ein bisschen am Morgen, ein bisschen beim Kaffee. Aber nicht im Meeting, nicht während der Arbeit. Das ist der Fehler, dass du den Kontext nicht verstehst. Zweiter Fehler. Nicht fragen, wenn du nicht verstehst. Du machst Annahmen. Du arbeitest. Und dann, du merkst, das war nicht richtig. Das ist nicht effizient. Das verschwendet Zeit.
Der Deutsche würde viel lieber 10 Minuten früh ausgeben für eine Klärung, als 2 Wochen später herauszufinden, dass du die Aufgabe falsch verstanden hast. Dritter Fehler. Bei einem Meeting nicht auf den Punkt kommen. Du gibst Kontext, du gibst Hintergrund, du gibst Erklärung. Alles sehr interessant. Aber nach 10 Minuten denkt dein Chef, kann du bitte zum Punkt kommen? Das ist nicht unhöflich von dem Chef. Das ist nur effizient. Das ist Respekt vor Zeit. Auch diese Fehler. Du kannst sie vermeiden, wenn du die 9 Sätze kennst. Weil die 9 Sätze dir helfen, auf den Punkt zu kommen. Die 9 Sätze dir helfen zu fragen, wenn du nicht verstehst. Die 9 Sätze dir helfen, Respekt vor Zeit zu zeigen. Jetzt will ich mit dir über etwas Persönliches sprechen. Über die Angst. Die Angst davor, nicht genug zu sein. Die Angst davor, einen Fehler zu machen. Die Angst davor, nicht verstanden zu werden. Ich weiß, dass diese Angst da ist, wenn du neu bist in einem deutschen Büro. Ich weiß, dass diese Angst größer wird, wenn du merkst, dass Feedback kommen wird. Aber hier ist das Geheimnis. Die Angst, die du fühlst, die ist nicht ein Zeichen, dass du falsch bist. Die ist ein Zeichen, dass du wachsen willst. Die ist ein Zeichen, dass du es wichtig findest. Das ist ein Zeichen, dass du an dir selbst glaubst. Und wenn du anfängst, die 9 Sätze zu sprechen, wenn du anfängst, dich selbst mit Deutschheit auszudrücken, die Angst, sie wird nicht verschwinden, aber sie wird anders. Sie wird nicht mehr Angst vor Versagen. Sie wird Angst vor Komfort. Sie wird Angst davor zu stagnieren. Und die Angst, die ist produktiv, die ist gut, die treibt dich voran, die hilft dir zu wachsen. Es gibt einen letzten wichtigen Punkt, den ich vor der Practice Session mit dir besprechen will. Das ist die Frage, wie du dich fühlen wirst, wenn du diese 9 Sätze sprichst. Der erste Mal, du wirst dich merken. Das ist nicht, wie ich normalerweise sprechen. Das ist zu direkt. Das ist zu deutsch. Und das ist genau richtig. Das ist das Punkt. Du bist nicht mehr dein normales Ich. Du bist dein deutsches Ich, dein professionelles Ich, dein reflektiertes Ich. Das ist nicht falsch. Das ist Evolution. Das ist wie ein Schauspieler, der in eine Rolle kommt. Am Anfang, es fühlt sich falsch an. Aber nach ein paar Mal. Es wird natürlich. Es wird ein Teil von dir. Es wird nicht länger eine Rolle. Es wird, wer du bist in diesem Kontext. Und das ist okay. Das ist mehr als okay. Das ist wunderschön. Jetzt kommen wir zur Practice Session. Hier ist, was du tun wirst. Du wirst diese 9 Sätze aufschreiben. Alle 9. Du wirst sie mehrmal lesen. Nicht, um sie auswendig zu lernen. Das ist nicht der Punkt. Aber um sie zu verstehen. Um zu fühlen, was jeder Satz bedeutet. Dann, du wirst einen Zettel nehmen und du wirst schreiben. Welche Situation könnte ich diese Sätze verwenden? Für den ersten Satz können wir die Aufgabe priorisieren. Du schreibst, wenn ich zu viel Arbeit habe oder wenn ich nicht weiß, was zuerst gemacht werden soll. Für den zweiten Satz, welche Rückmeldung können Sie dazu geben? Du schreibst, nach, dass ich die Aufgabe gemacht habe, bevor ich zum nächsten gehe. Und so weiter. Danach, du nimmst einen Freund, einen Partner, jemanden und du sprichst diese Sätze laut. Du sprichst sie nicht roboterhaft. Du sprichst sie mit Gefühl. Du sprichst sie mit Überzeugung. Und dein Freund, der hört zu. Der gibt dir Rückmeldung. Wie hat sich das angefühlt? Wie hat das geklungen? Warst du klar? Warst du ehrlich?
Das ist die Practice. Das ist, wie du wirklich lernst. Aber ich will auch sagen, diese Practice, das ist nicht eine einmalige Sache. Das ist etwas, das du immer wieder machst. Jeden Tag, eine Woche, 2 Wochen. Bis plötzlich, wenn du in eine Situation kommst, wo du diese Sätze brauchst, sie kommen natürlich, du musst nicht denken. Du sagst nicht, warte, wie war der erste Satz noch? Nein, er kommt, er fließt. Weil du verstanden hast, nicht nur was der Satz bedeutet, sondern warum er wichtig ist, was er bewirkt, wie er Menschen sehen lässt, dass du professionell bist, dass du Respekt hast, dass du ein echtes Teammitglied bist. Es gibt auch noch eine Dimension, die ich mit dir teile. Die Dimension der Kultur, die hinter diesen Sätzen steckt. Der Deutsche, der hat eine lange Geschichte. Der hat Philosophie, der hat Disziplin, der hat ein Streben nach Exzellenz. Das ist nicht eine Zufälligkeit. Dass Feedback hier direkt ist, dass Meetings fokussiert sind, dass Direktheit Respekt ist. Das kommt von einer Kultur, die von Anfang an verstanden hat, dass Zeit wertvoll ist, dass Qualität wichtig ist, dass Ehrlichkeit die Grundlage von Vertrauen ist. Wenn du die 9 Sätze sprichst, wenn du verstehst, dass diese Sätze eine Kultur ausdrücken, dann sprichst du nicht nur Worte, du sprichst eine Philosophie. Du sprichst eine Weise, die Welt zu sehen. Du sprichst 1000 Jahren von Kultur, die geformt hat, wie Menschen in Deutschland arbeiten, wie sie denken, wie sie miteinander sind. Das ist groß, aber naja, das ist auch beruhigend, weil wenn du das verstehst, wenn du verstehst, dass du nicht nur Sätze memorierst, sondern eine ganze Weise des Seins adoptierst, dann wird die Angst kleiner. Die Angst wird, Respekt vor etwas Größeren, Respekt vor einer Kultur, die du jetzt Teil bist, Respekt vor Menschen, die Teil dieser Kultur sind. Und das ist, das ist auch eine Form von Liebe. Das ist eine Einladung, Teil von etwas Größerem zu sein. Ich will auch ein bisschen über Fehler sprechen. Nicht um dich zu erschrecken, sondern um dir zu zeigen, dass Fehler okay sind. Wenn du die 9 Sätze das erste Mal sprichst und du machst einen Fehler, wenn du nicht ganz den richtigen Ton triffst oder wenn du nicht genau die rechten Worte verwendest, das ist nicht katastrophisch. Das ist, das ist Lernen. Das ist Wachsen. Dein Chef wird verstehen, dein Kollege wird verstehen, sie werden sehen, dass du versuchst, dass du lernst und das ist, was zählt. Nicht Perfektionismus, versuchen, wachsen, Evolution. Das ist Deutsche. Das ist respektiert. Das ist geliebt. Es gibt auch noch etwas, das ich möchte, dass du weißt. Über die langfristige Effekt dieser 9 Sätze. Das ist nicht nur, oh, du wirst ein besserer Deutschsprecher am Arbeitsplatz. Das ist größer. Das ist, wenn du anfängst, diese 9 Sätze zu sprechen, wenn du anfängst, diese deutsche Art zu adoptieren, dann anfängst du überall anders zu sein. In deinem privaten Leben, in deinen Freundschaften, in deinen Familie. Du wirst direkter, du wirst klarer. Du wirst authentischer. Nicht, weil du eine Rolle spielst, sondern weil du verstanden hast, dass Klarheit und Direktheit eine Form von Liebe ist. Das ist revolutionary. Das ist transformational. Das ist nicht nur Deutsch lernen. Das ist Lebensveränderung. Jetzt, bevor wir zum großen Abschluss kommen, will ich mit dir noch ein bisschen über den Zusammenhang sprechen zwischen diesen 9 Sätzen
und die eigentliche Kultur des deutschen Büros. Weil, wenn du nur die Sätze lernst, ohne die Kultur zu verstehen, dann sind sie nur Worte. Aber wenn du die Kultur verstehst, dann sind sie ein Werkzeug. Ein sehr scharfes, sehr kraftvolles Werkzeug. Die Kultur, die sagt, dass Zeit wertvoll ist, die sagt, dass Qualität wichtig ist, die sagt, dass Feedback eine Gift ist, nicht eine Strafe. Die sagt, dass Ehrlichkeit die Grundlage von Vertrauen ist. Wenn du diese Kultur verstehst, Smom, wenn du verstehst, dass die 9 Sätze alle diese Werte ausdrücken, dann wird alles anders. Plötzlich, es ist nicht mehr. Können wir die Aufgabe priorisieren? Es ist. Ich respektiere deine Zeit. Ich respektiere die Qualität der Arbeit. Ich will, dass wir das Beste machen, was wir machen können. Siehst du den Unterschied? Es ist nicht mehr nur ein Satz. Es ist ein Statement über wer du bist, was du wert, wie du die Welt siehst. Es gibt auch noch einen Aspekt. Die Aspekt der Langsamkeit. Im Deutschen es scheint schnell, weil alles fokussiert ist. Aber in der Realität es ist auch langsam. Es ist Denken. Es ist Überlegen. Es ist nicht Hetzen. Die 9 Sätze. Sie alle haben dieses Element von Langsamkeit. Können wir die Aufgabe priorisieren? Das ist langsam. Das ist nicht einfach Ja oder Nein. Das ist, lass uns zusammen überlegen. Das verstehe ich noch nicht. Können Sie das bitte anders erklären? Das ist langsam. Das ist nicht einfach so tun, als würde ich verstehen. Das ist Zeit nehmen, um wirklich zu verstehen. Ich brauche 1 Minute zum Nachdenken. Das ist sehr langsam. Das ist, ich werde nicht schnell antworten. Aber die Antwort wird besser sein. Das ist sehr deutsch. Das ist die Weisheit hinter der Effizienz. Okay, hier ist jetzt der letzte wichtige Punkt vor dem Ende. Ich will, dass du weißt, dass diese 9 Sätze nicht eine Garantie sind. Sie sind nicht eine Magie. Wenn du sie sprichst, es ist nicht sichergestellt, dass du den perfekten Job bekommst, dass dein Chef dich liebt, dass alles wunderbar wird. Das wäre eine Lüge. Aber was diese 9 Sätze sind, es ist eine Foundation, es ist eine Base, es ist ein Anfang. Wenn du diese 9 Sätze sprichst, wenn du die Kultur dahinter verstehst, dann, dann hast du die beste Chance, wirklich erfolgreich zu sein in einem deutschen Büro. Nicht wegen Magie, sondern weil du verstanden hast, weil du gezeigt hast, dass du respektvoll bist, dass du ehrlich bist, dass du bereit bist zu lernen, dass du denken kannst. Das sind die Dinge, die im deutschen Büro zählen. Das sind die Dinge, die Menschen lieben. Das sind die Dinge, die Karrieren bauen. Und jetzt kommt das Schönste. Es kommt das Gefühl. Wenn du zum ersten Mal merkst, oh, das funktioniert. Das erste Mal, wenn du fragst, können wir die Aufgabe priorisieren? Und dein Chef sieht dich mit anderen Augen. Das erste Mal, wenn du sagst, welche Rückmeldung können sie dazu geben? Und dein Chef mit dir sitzt und echte Inputs gibt. Das erste Mal, wenn du merkst, oh, ich gehöre hier. Ich bin Teil von diesem Team. Ich verstehe. Das ist der Moment, wo sich alles verändert. Das ist der Moment, wo du nicht mehr fragst, warum sind die Deutschen so? Sondern du verstehst. Ah, so funktioniert es hier. Und es macht Sinn. Es ist nicht nur logisch, es ist auch schön. Es ist auch, es ist auch eine Form von Liebe. Bevor wir zum großen Ende gehen, ich will mit dir noch ein bisschen sprechen.
über Selbstreflexion, weil ich weiß, dass es schwer sein kann, zu Anfang diese neue Art zu adoptieren. Wenn du neu bist, wenn du diese 9 Sätze zum ersten Mal sprichst, es wird sich künstlich anfühlen. Es wird sich falsch anfühlen. Es wird sich nicht wie du anfühlen. Und das ist genau richtig. Das bedeutet, dass du wächst. Das bedeutet, dass du lernst. Das bedeutet, dass du den Mut hast, anders zu sein. Sei bitte sanft mit dir selbst. Es gibt nicht einen Fehler, der so groß ist, dass du nicht von dem erholen könntest. Es gibt nicht einen Moment, der so peinlich ist, dass du nicht zurückkommen könntest. Die Menschen in Deutschland, sie verstehen, dass Lernen Zeit nimmt. Sie verstehen, dass Wachstum nicht linear ist. Sie werden dich unterstützen, wenn du zeigst, dass du ernsthaft bist, dass du versuchst, dass du lernst. Das ist genug. Das ist mehr als genug. Das ist alles, was gebraucht wird. Ich will auch noch sagen, diese 9 Sätze, sie sind nicht das Finale. Sie sind ein Anfang. Wenn du diese 9 perfekt hast, wenn du sie mit Leichtigkeit sprichst, dann lernst du mehr. Du lernst andere Redeweisen. Du lernst andere Aspekte der Kultur. Du lernst, wie man verhandelt auf Deutsch, wie man Konflikte löst auf Deutsch, wie man Zusammenarbeit macht auf Deutsch. Das ist eine Reise. Das ist nicht ein Ziel, das du erreichst. Und dann fertig. Das ist ein Weg. Ein sehr interessanter Weg. Ein Weg, der dir Jahr nach Jahr zeigt, dass Menschen überall auf der Welt ähnlich sind, aber auch unterschiedlich. Der dich zeigt, dass Kultur ist nicht gut oder schlecht, sondern einfach anders. Und das Verstehen ist ein Leben lang Lernen. Okay, jetzt, wir kommen zum großen Ende. Zu dem Moment, wo du alles zusammenfasst. Wo du siehst, was du hast gelernt. Wo du merkst, oh, das hat alles Sinn gemacht. Die Geschichte von meinem ersten Meeting, das war nicht nur eine Geschichte. Das war ein Beispiel, wie Kultur funktioniert. Die 9 Sätze, die waren nicht nur Worte. Die waren ein Code, um in diese Kultur zu kommen. Die Philosophie dahinter, das war nicht nur abstrakt, das war das Herz. Das war die Seele. Das war die Grund dafür, warum die Deutschen so sind. Und jetzt verstehst du verstehst, dass Direktheit nicht Kälte ist. Du verstehst, dass Feedback nicht Strafe ist. Du verstehst, dass Stille nicht Langeweile ist. Du verstehst, dass Zeit Respekt ist. Du verstehst, dass Qualität ein Weg ist zu lieben. Du verstehst, dass Ehrlichkeit, das ist die Grundlage von echtem Vertrauen. Du verstehst, dass die 9 Sätze nicht nur Worte sind, sondern eine Weise, die Welt zu sehen. Eine Weise zu arbeiten. Eine Weise, mit Menschen zu sein. Ich will, dass du weißt, du bist nicht gebrochen. Du hast nicht versagt. Du hast nicht falsch verstanden. Du hast einfach, du hattest eine andere Programmierung, eine andere Kultur geprägt dir. Aber jetzt lernst du eine neue. Und das ist schon genug. Das zeigt, dass du offen bist, dass du mutig bist, dass du bereit bist zu wachsen. Das ist alles, was gebraucht wird. Die 9 Sätze, sie sind dein Schlüssel. Sie sind nicht eine Zauberformel, aber sie sind die Tür zu echter Zugehörigkeit. In jedem deutschen Büro. Sie zeigen, dass du verstanden hast. Dass du respektvoll bist. Dass du Teil des Teams sein willst. Nicht einfach arbeiten und Geld verdienen, sondern wirklich Teil. Wirklich dazugehören. Wirklich zusammenwachsen.
Wenn du die nächsten Wochen, wenn du anfängst, diese neuen Sätze zu sprechen, wenn du anfängst, diese deutsche Art zu adopten, merkst du, dass sich alles verändert. Nicht dramatisch, sondern langsam, subtil. Ein Meeting wird weniger stressig. Ein Feedbackgespräch wird weniger beängstigend. Ein Gespräch mit dem Chef wird weniger nervös. Weil du verstanden hast. Weil du weißt, was erwartet wird. Weil du weißt, dass die Menschen dich nicht beurteilen, sondern unterstützen. Solange du zeigst, dass du ernsthaft bist, dass du versuchst, dass du willst, dass es gut ist. Das ist genug. Und am Ende, am wirklich Ende. Wenn du diese 9 Sätze mastert hast, wenn du die deutsche Bürokultur wirklich verstanden hast, das Schönste, das wird sein, dass es nicht mehr künstlich fühlt. Es wird nicht mehr, oh, ich muss diese Sätze sprechen, sondern, oh, es ist normal so zu sprechen. Es ist natural, es ist wer ich bin. Wenigstens in diesem Kontext, in diesem Ort, mit diesen Menschen. Und das, das ist wirklich schön. Das ist wirklich eine Transformation. Danke, dass du mir zugehört hast. Danke, dass du bereit bist zu verstehen. Nicht nur Deutsch zu sprechen, sondern deutsch zu sein. Das ist ein großer Schritt. Das ist ein wichtiger Schritt. Das ist ein Schritt, der dein Leben verändern wird. Nicht einfach, oh, jetzt habe ich einen besseren Job, sondern auch, oh, jetzt verstehe ich die Welt anders. Oh, jetzt sehe ich Menschen anders. Oh, jetzt erkenne ich, dass Kultur ist nicht gut oder schlecht, sondern verschieden. Und das zu verstehen, das ist das schönste Geschenk.